Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sind heute mal wieder richtig on Tour. Wie man so schön sagt, Nature is healing, Leute. Man kann wieder raus, man kann wieder reisen und das haben wir natürlich ausgenutzt und ich freue mich richtig. Wir sind nämlich nach Kroatien geflogen, genauer gesagt nach Rovinj und sind hier jetzt heute erstmal in einem Wahnsinnshotel, muss man schon mal an der Stelle sagen. Das ist ein unfassbar schönes Hotel. Ich hätte niemals gedacht, dass Kroatien so schön ist. Der eigentliche Grund, warum wir hier sind, ist, weil ich morgen auf dem Wasser was ganz Wildes fahre. Seht ihr auch noch. Aber, wie der Zufall es so will, ist zur gleichen Zeit, wie wir hier sind, auch der Lions Run hier, Leute. Und wie ihr vielleicht, wenn wir einmal so einen Schwenker machen, vielleicht mal nicht unschwer erkennen könnt, sind hier unfassbare Fahrzeuge am Start. Also richtiges Line-Up, der Lions Run. Es waren, glaube ich, 10 Tage, Adrian? 8 Tage. 8 Tage diesmal. Okay, sind gestartet in? Budapest. Budapest, genau. So, ne, also es ist eine Ausfahrt von Leuten, von Autoverrückten, die sagen, ey, wir haben richtig Bock, mal Action zu machen. Ganz viele Fahrzeuge, die starten dann in Budapest, haben verschiedene Stops und hier ist jetzt das Ende und ich dachte, wenn wir hier das schon mal sehen, dann zeigen wir euch auch mal, was wir hier für ein unfassbares Line-Up haben. Do you niggas talking high? Cause I hit them with the God from walking around like a Hebrew. I got racks on top of racks on top of racks. Yeah, I'm the baddest. I've been focused on my health. I've been plotting on my cabbage. Niggas average. Any problem round, I let them niggas have it. Need a spot. Money coming for the top. But niggas. So, also ihr habt's gesehen, Leute. Unfassbar geil. Angefangen Aventador S. Das Schöne ist, werden wir auch gleich noch fahren, aber nicht diesen. Aber da gibt es einiges. Audi ist tatsächlich auch vertreten, bin ich relativ froh darüber. Auch mein Audi bei solchen Ausfahrten zu sehen, ist eigentlich eine Seltenheit, muss man fairerweise sagen. RS7 mit am Start. Ihr seht es ja auch, die haben alle ganz wilde Aufkleber auch mit drauf, damit halt jeder weiß, okay, das ist eine Gruppe an Autoverrückten, das gehört zusammen. M4 auch am Start, also auch wirklich ein paar nagelneue Autos. Dann einen, den wir ganz gut kennen, Leute, SF90. Na, wahrscheinlich, wenn ich mich so umschaue, würde ich mal sagen, das ist schon der Endgegner hier in diesem Line-Up. Das ist das stärkste Fahrzeug, was hier dabei ist. 1000 PS, das Video habt ihr mit Sicherheit schon gesehen, was wir dazu gemacht haben. Immer wieder eine Augenweide, auch in schwarz. Ich finde allerdings, so in rot, wie wir ihn gesehen haben, war deutlich geiler, oder? Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ja, ich habe ehrlich gesagt vorhin gar nicht realisiert, dass es ein SF90 ja, ist, ne? weil er so schwarz ist. Ich muss ehrlich auch sagen, ich habe zweimal drauf geguckt. Weil das Schwarze irgendwie nicht wie ein Ferrari wirken lässt, so auf den ersten Blick. Ja. Ist tatsächlich wahr, ist aber einer. Ich habe nochmal geguckt, das ist schon so. Dann Aventador S und das Schöne. Da ist er. Den dürfen wir gleich noch fahren. Muss man auch mal ehrlich sagen, ne? Die Leute sind natürlich sehr locker hier, super lustig. Wir waren gestern Abend da, haben uns zufällig getroffen. Es hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Dann hat Danilo zu mir gesagt, hey, hier kannst fahren, gar kein Ding, bring mir morgen irgendwann einen Schlüssel. Also an der Stelle auf jeden Fall Dankeschön, das hat uns natürlich sehr gefreut und ist, glaube ich, ganz cool. Dann können wir ein bisschen hier auch mal die Gegend erkunden. So, Lamborghini ist generell gut vertreten, muss man sagen. Urus, matt schwarz. Ganz wildes Gerät. Ihr seht es, alle Autos haben auch schon ein bisschen was mitgenommen auf der Fahrt. Ne? Das sind natürlich lange Fahrten. So, GT3, 488 auch am Start. Also es ist eine schöne Mischung, muss man sagen. Ne? Das finde ich echt cool. Das ist eine gute Mischung an Fahrzeugen. Ist jetzt nicht nur eine reine Porsche-Ausfahrt oder sonst was, sondern es ist einfach von allem ein bisschen was vertreten. Nissan GT-R, der wirkt fast schon etwas exotisch hier in diesem Line-Up, aber natürlich auch ein Bombenauto. Mega cool. So, was haben wir denn noch so, von was es zu erzählen gibt? Eins haben wir vor allem da, das hat mich natürlich gefreut. Wir haben ein paar Hurricanes haben wir am Start. Das hier ist auch ein ganz krankes Auto. 812 Superfast Mansory-Umbau. So, schau dir mal ein bisschen hier dieses Carbon an. Das ist eine ganz verrückte Carbon-Optik. So Camouflage, vor allem auch unterschiedlich. Ne? Also hier hat man ja so hellen Rotton drin. Das hier wiederum ist ein anderer Rotton, der da drin ist. Also ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder man vielleicht auch mal sich die Stoßstange abgefahren hat und dann nochmal ein anderes nachgerüstet hat. Ich weiß nicht. Ist sehr extrem. Ne? Also überall hier diese ganzen Carbon-Teile.
Auch hinten der Heckflügel, guck dir mal das Ding. Das ist schon extrem. Schau dir mal das Heck an. Boah. Ganz, ganz böse. Ich meine, das könnt ihr ja richtig gut, Mansory, ne? Carbon, verschiedene Carbonarten. Richtig cool auf jeden Fall. Ich persönlich, mir gefällt dieser Stil jetzt vom Carbon nicht. Das wäre jetzt nicht meins. Das ist sehr extrem, natürlich sehr eigen, sehr auffällig. Aber wenn man da Bock drauf hat, natürlich geil. Ne? Also es wirkt schon... Ist auf jeden Fall mal was komplett anderes. Es ist also was das komplett anderes. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Es ist sehr speziell. Also das muss man lassen. Und dann, Leute, das auch noch was, was ich gerade ganz geil finde zu sehen. Ihr wisst doch, dass ich dieses Thema mit dem Orange beim Lamborghini Huracan STO ja, hatte, dass ich ganz lange überlegt habe, welches Orange ist übertrieben schwerer. Ist, glaube ich, ganz geil jetzt mal in der prallen Sonne die zwei Töne zu sehen, die eigentlich bei mir in der komplett engen Auswahl waren, aber die es beide am Ende nicht wurden. Das ist Arancio Borealis. Das finde ich, kommt schon, je nachdem wie die Sonne drauf scheint, sehr brutal, sehr cool. Kann aber auch schnell so ein bisschen nicht so edel wirken, finde ich. Es kommt wirklich drauf an und genauso ist es hier. Das hier wirkt jetzt nämlich orange, ne? Siehst du, das Arancio Xanto, das war eigentlich das, was ich als allererstes gewählt habe. Das ballert hier richtig geil orange, aber sobald die Sonne weg ist und wenn das Auto jetzt da vorne im Schatten steht, dann ist das Ding einfach rot. Dann ist es wirklich richtig rot und das wollte ich auch nicht, deswegen ist es keine von den beiden Farben geworden. Aber wenn ich die Autos hier so sehe, dann freue ich mich so sehr. Im September soll es ja hoffentlich soweit sein, dass das Auto kommt. Das wäre auf jeden Fall wichtig, dass wir da noch bei ein bisschen gutem Wetter nochmal richtig Spaß haben können. So, was haben wir denn noch so vergessen? Haben wir noch was vergessen? Ja. Audi R8. Da links steht Da auch links einer. steht noch was krasses, stimmt, ja. Gehen wir gleich hin. Da gehen wir gleich hin. Audi A8, Aston Martin haben wir noch ein bisschen was dabei, nochmal Porsche, ja, 3 Huracans, die haben wir schon gesagt, einen Bentley haben wir auch noch, also da ist wirklich alles dabei und auch noch, wichtig glaube ich zu nennen, einen McLaren 765 LT in, und jetzt gibt er das mal. Alter. Schau dir das an. Was? Das ist einfach so Gucci-Musterfolie. In Gucci-Variante. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt machen. Ne? Also ich finde, das Gute daran ist, es ist sehr dezent gehalten. Ich finde an sich dieser Strich mit oder die Streifen, der Farbstreifen, der tut dem weißen Auto definitiv gut. Aber ich finde Gucci-Muster ist, ja, nee, Das i-Tüpfelchen. Nee, das muss einfach nicht sein. So. Aber das, jedem das seine, ne? Also das muss jeder selbst entscheiden. Meins wäre es auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, es ist ein Wahnsinns-Line-Up, Leute. Es ist vor allem auch ein unfassbar schöner Ort. Die Autos sind jetzt hier quasi am Endziel. Wird heute noch ein bisschen Party gemacht von den Jungs. Aber vorher steigen wir jetzt mal in Aventador und schauen uns mal an, wie die Gegend hier so aussieht. Ich bin gespannt. Das war doch leicht. Achte Versuch. So, ey, ist der eigentlich geistkrank laut? Ja, übel. Aber lass mal anschneiden vorher, Nee. bevor du hier Nee. Rambazamba machst. Ey, ohne Scheiß, sorry. Ich habe 1500 Umdrehungen und das Ding schreit schon richtig laut. Fahren wir mal los hier auf kroatischer Straße. Okay. Können wir mal über das Interieur hier reden? Das ist ja mal mega geil. Das ist auf
auf jeden Fall Porno, sag ich dir. Ja. Das ist mal richtig Porno. Ja, das Interieur ist ganz, ganz wild. Ne? Also muss man schon mögen, diese Kombo ist sehr frech. Ich glaube jetzt, wenn man das erste Mal einsteigt, denke ich mir jetzt schon, es ballert schon, auch mit dem Carbon so. Aber halt immer ist die Frage, ob es halt immer dann taugt so, ne? Ja, das stimmt. Wie schön ist es hier eigentlich? Unfassbar Alter. geile Kulisse. Leute, ich weiß nicht, wer von euch schon alles, ich schätze mal relativ viele, also auf Instagram haben mir viele geschrieben, wer von euch alles schon in Kroatien war. Es ist für mich das allererste Mal hier. Ich habe schon vieles gehört, aber wenn man jetzt hier ist, es ist ja echt absolut mega schön. Also zumindest jetzt hier die Ecke, ne, diese Altstadt da vorne. Es hat richtig Charme mit diesen kleinen Fischerbötchen, die dann noch hier im Hafen stehen. Gestern haben wir hier direkt am Eck, da haben wir Fisch gegessen. Also muss man wirklich sagen, ist sehr, sehr schön. Ne? Und dann hockt man hier in so einem Aventador, so komplett auf dekadent hier. Gottes Willen. Ne? Ja, Daumen hoch, schau. Hallo. Ist gut? Alles klar. Hab ich nicht verstanden, was du willst. So, ich glaube ja, dass die Abgasanlage nicht so ganz Serie ist. Sollen wir es mal abchecken? Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Sollen wir mal kurz schauen, wie die sich so anhören? Alter Latz, ey. Das ist aber Sport, warte mal, können wir noch hier auf Corsa gehen? Boah, du merkst richtig, wenn der schaltet, da haut es wieder so richtig. Das ist krank, in die ne? Sitze. Ey, jedes Mal, ich denke mir das hier so wieder. Schau dir erstmal jetzt hier diese Ansicht an. So, Strada einmal so, dann Sport wird es ein bisschen rot, aber wenn du in Corsa gehst, hier einfach Raumschiff-Optik direkt so. Und dann. Ey, ohne Scheiß. Du beißt dir auf die Zunge, ey, beim Schalten. Der Schaltvorgang ist doch geisteskrank, ja? Also, so sehr ich diesen V12-Sound liebe, der ist einfach so brachial, ne? 740 PS, geile Optik, alles geil. Aber dieses Getriebe, ich werde mich nie damit anfreunden. Ich werde einfach, vor allem jetzt merke ich erst wieder, wie krass auch der Unterschied nochmal vom Aventador zum Aventador S und dann vor allem zum SVJ ist. SVJ war wirklich nochmal ein Schritt nach vorne, was es angeht. Aber hier, da merkt man schon wieder derbe, extrem, wenn du unter Volllast bist, ist dir wieder jedes Mal so. Aber das kann doch nicht gesund sein für das Getriebe, oder? Doch, das ist so. Also es ist so. So vor allem in extrem, dem Corsa, dass da reingehackt wird wie ein... ja, weil das ist kein Doppelkupplungsgetriebe, deswegen hat er immer diese krasse Unterbrechung und deswegen spürst du das so heftig. Deswegen habe ich Kopfschmerzen danach. Und vor allem in dem Corsa ist es halt, warte mal, wenn ich jetzt in Strada gehe, schau. Merkst du es, der Schaltvorgang, der Schaltvorgang ist viel langsamer. Ja. Also macht so richtig so, das ist so, also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ja, halt softer irgendwie. Das andere ist so auf die Fresse reingehackt. Ja, weil er halt schneller, weil es halt schneller macht im Corsa. Und dann schallert das richtig durch hier. Das ist so brutal, ne? Einmal hier den Sitz nach vorne klappen, der natürlich schön viel Carbon hat, ne, was du einfach nie siehst in diesem Auto, ist auch so geil. Das einzige Mal, wenn du das Carbon wirklich siehst, ist, wenn du halt einfach hier aufmachen willst. Dann hat man hier einen Hebel. So, ich ziehe mal ganz kurz. Zack, dann seht ihr schon, dann hüpft das hier nach oben. Oder auch nicht. So, jetzt ist es nach oben gesprungen. Und dann kann man hier hingehen und kann das Ganze so abbauen. Da hat das Dach in der Hand. Jetzt habe ich das Dach in der Hand. So, schon ein bisschen schwer. Das hat dann hier noch so Verankerungen mit Nummern. Das passt dann tatsächlich auch vorne rein. Ne? Also der, was auch immer, was man jetzt hier Kofferraum nennt, ist natürlich nicht so groß. Aber man kann, okay, ist schon ein bisschen was drin. Man kann auf jeden Fall die Dinger jetzt da reinstecken und hat dann
das Dach offen. Das machen wir jetzt aber nicht, weil das passt da leider nicht rein. Aber das kommt natürlich schon auch geil, ne? Also wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, warte mal, ich mache mal den Sitz noch nach hinten. So. Kommt schon frech. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt, wenn ich so von draußen, also wenn man drin sitzt und hat nur dieses rote Interieur, finde ich, ist es schon, es erschlägt dich fast ein bisschen. Aber wenn man hier draußen steht und man sieht das Grau mit hier dem Aventador-Schriftzug in Rot auch noch an der Seite und dann dieses Interieur, dann ist es schon frech. Es ist schon geil. Ja, es sieht schon geil aus. Also das kommt schon nicht ohne. Rote Bremssättel auch dazu. Also das ist schon eine sehr, sehr wilde Kombo. So, jetzt machen wir das Ding auf jeden Fall wieder rein. Dazu muss man hier diese Pins treffen. So. Und dann so ist es wieder zu. Dann passt das auf jeden Fall. Ansonsten Aventador S. Hier, ne, seht ihr, da bewegt sich was. So. Der Heckflügel, der kann einfahren, der kann ausfahren, das ist verstellbar, das sieht man dann auch drinnen. Aber er hat natürlich lang nicht diese extreme aktive Aerodynamik wie der SVJ. Das war natürlich schon nochmal ein Schritt, auch vom Getriebe her und allem. Das ist schon nochmal ein Unterschied, was schon auch immer wieder pervers ist. Also man kann sagen, was man will. Ich weiß nicht, wie oft man jetzt schon Aventadors gesehen hat. Es ist schon nach wie vor einfach eines der brutalsten Autos optisch. Ja. Es ist einfach so gewaltig. Nur vom Fahren her gibt es mir einfach nicht das, was ich mir von einem Auto wünsche, muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Anders ist beim Soundcheck. Und wir machen einmal noch einen Sound zum Abschluss, glaube ich, würde ich sagen, oder? So ein bisschen. Ja, um die Leute zu verscheuchen jetzt. Ja, damit wir hier auf jeden Fall schnell weg müssen. Ne? Generell, Leute, diese Kulisse hier ist ja einfach Wahnsinn, oder? Also das ist so wirklich absoluter Traum. Da hinten ist die Altstadt. Da waren wir gestern essen. Und da ist unser Hotel, das sieht man auch ein bisschen. Ein absolut krasses Hotel. Also hier diese Gegend flasht mich total. Es ist wunderschön. Und noch viel schöner wird's morgen. Denn ihr habt vielleicht ja mitbekommen, dass ich so im letzten Jahr ganz viel Jetski gefahren bin im Urlaub. Und war für mich so eine neue Leidenschaft, die ich entwickelt habe, dass ich ganz viel auf dem Wasser gefahren bin und einfach stundenlang da drauf saß und Insta-Stories gemacht habe. Wir können ja mal 1, 2 einblenden, dann seht ihr mal, was ich da so gemacht habe. Und jetzt gibt es eine Firma, die heißt Belassi und die machen, sie nennen das nicht Jetski, sondern Marine Hypercraft, aber ich glaube, unter Jetski kann man sich es besser vorstellen. Die machen einfach, sag ich mal, den Aventador fürs Wasser. Ne? Also heißt 320 PS, kranke Leistung, Carbon, unfassbares Gerät und damit werden wir morgen hier auf dem Wasser fahren. Und das wird auch ultra krass und das wird auch das nächste Video. Also wenn ihr es sehen wollt, abonniert gerne. Es ist mal was komplett anderes, aber ich sage euch eins, ich habe so Bock drauf und ich bin so gespannt und ich glaube, das wird mega, weil das mal was ganz anderes ist, aber trotzdem natürlich dieses Rennsport, Motortechnik, Carbon, Leichtbau, alles, aber halt auf dem Wasser. Das wird Wahnsinn. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Urlaubsfeeling geben. Jetzt machen wir nochmal schön hier richtig Rambazamba zum Abschluss, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich fahr dann schnell weg, Adrian, weil sonst glaube ich, kriegen wir vielleicht ein bisschen Ja, lass mich einfach hier stehen, kein Problem. Also spring einfach schnell rein dann.